Einen wundervollen guten Tag und endlich mal wieder willkommen zu einer weiteren Linux-Distribution, die ich euch vorstellen möchte. Und zwar geht es dieses Mal um MX Linux. MX Linux ist eine quasi Distribution für alle. Und zwar sowohl für die erfahrenen Leute als auch für die absoluten Neulinge, denn es ist absolut nicht schwer, das Ding zu benutzen. Es ist auch ziemlich einfach eigentlich, das Ding zu installieren, und das macht es eigentlich auch so schön flexibel. Man kann allerdings trotzdem hergehen und wirklich alles einstellen. Es gibt für alles eine grafische Oberfläche. Das heißt, die komplexen, sehr komplexen Dinge teilweise, die man als Anfänger eigentlich nicht machen möchte und auch nicht machen kann. Und selbst fortgeschrittene Leute wie ich zum Beispiel haben da manchmal noch irgendwie Schwierigkeiten, müssen ein paar Sachen googeln. Selbst die Dinge, da hat es eine grafische Oberfläche dafür, was einfach super, super nice ist. Ja. Wie bekommt ihr MX Linux? Mal ganz kurz, und zwar, ihr geht hier auf Download, ja, also mxlinux.org und dann einfach auf Download klicken, und hier könnt ihr euch dann aussuchen, ob ihr es direkt runterladet, einfach direkt von der Webseite, über Mirrors, dann passiert das da. Ihr könnt auswählen, wo ihr es herhaben wollt, und dann könnt ihr es einfach quasi runterladen. Oder eben, ihr sagt, ihr wollt das über eine Torrent-Datei runterladen, das entlastet deren Server ein bisschen, und da das eine Gratis-Software ist, empfehle ich immer diesen Weg. Dann könnt ihr es mit BitTorrent oder sowas öffnen und dann einfach darüber laden. Es lädt super schnell, ich hatte gerade 40 Mbit die Sekunde damit, also wirklich schnell. Genau, und wenn ihr es dann startet, ich habe das Ganze jetzt mal mit VirtualBox gemacht, dann kann ich euch nämlich auch genau zeigen, was ich alles machen möchte, aber das ist natürlich kein Muss. Wer VirtualBox nicht kennt, der möge sich bitte meine Linux-Playlist direkt einfach mal angucken, braucht man aber nicht zum Laufen lassen. Ansonsten einfach das Einfachste wahrscheinlich ist, auf einen USB oder auf eine CD zu brennen oder DVD und dann davon zu starten, und ja, dann habt ihr im Endeffekt, also ihr müsst es dann noch nicht installieren, dann kommt ihr einfach direkt hierher, ja. Und hier seht ihr einfach mal, wie das ganze System aussieht, und könnt das ein bisschen ausprobieren und alles damit rumspielen im Endeffekt. So, und wenn ihr das installieren wollt, dann klickt ihr auf den Installer, machen wir nachher noch. Aber ja, zunächst einmal ein paar kleine Fakten. Und zwar, das ganze System basiert auf Debian. Also direkt auf Debian, nicht auf Ubuntu oder irgendwas dazwischen, sondern direkt auf Debian, und ist somit ein Stable Release. Das bedeutet, die Software, die hier drin ist ausführlich getestet, ist schon eine Weile auf dem Markt und ist ja durchaus schon gut getestet worden, und auch aus Gründen in diesen Paketquellen. Wir sehen hier, es gibt gerade 160 Updates, die mache ich jetzt nicht, das würde ein bisschen lange dauern. Wobei, naja, auch nicht so lange wie bei Windows, ne? Das Ganze ist aktuell bei Version 19, also wir haben gerade MX 19, das ist, glaube ich, vor einer Weile schon rausgekommen, aber ja, hat deutlich an Beliebtheit gewonnen, weil es eben ein Semi-Rolling-System ist. Das bedeutet, es ist zwar eigentlich stabil, aber man kann es auch Rolling halten, wenn man das möchte. Und zwar mit den offiziellen Paketquellen, was das Ganze nochmal richtig geil macht. Es basiert auf Debian 10, das heißt das neueste Debian, und benutzt als Oberfläche, wie ihr vielleicht oder manche von euch vielleicht erkennen können, XFCE. Das muss jetzt den Anfängern definitiv nichts sagen, aber es ist auf jeden Fall eine gute Wahl, sagen wir es mal so. So, zunächst einmal, wenn wir das Menü aufmachen, sehen wir, dass einige Sachen schon vorinstalliert sind. Das heißt, wir haben hier natürlich Terminal und so weiter, Task Manager und diese ganzen Dinge. Zu den Tools komme ich gleich noch. Wir haben hier aber auch so Sachen wie eben Flash Player schon vorinstalliert, Adblock ist vorinstalliert, was ich als YouTuber natürlich nicht so toll finde. Aber gut, dann haben wir eben andere Software schon vorinstalliert, die halt da gerne dabei ist. Clementine ist, glaube ich, der Default-Player von Musik. Soweit ich das weiß, ist der standardmäßig eingestellt. Ich benutze normalerweise immer VLC, aber ja, das bleibt im Endeffekt jedem überlassen. Firefox ist auch dabei und so weiter und so fort. Also sind schon Sachen vorinstalliert, die man halt höchstwahrscheinlich braucht. Muss man aber nicht. Man kann natürlich auch den Paketmanager nutzen. Nicht den. Ja, selbstverständlich kann man sich hier auch hinlegen, was man möchte. Das kann man so machen, wie man möchte. Wir packen jetzt hier einfach mal Package Installer rein. Package mit CK normalerweise. Und dann gibt es hier diesen MX Package Installer. Und der ist wirklich, wirklich mächtig, muss ich sagen. So, hier, falls ihr nicht das Ganze schon installiert habt, euer Passwort ist root, also R-O-O-T. Ja. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, einfach Software auszuwählen, die ihr gerne haben wollt. Kostet alles natürlich nichts, wie immer. Und wir sehen hier zum Beispiel Audio. Da gibt es, also Audio ist quasi Audiodateien, was man damit alles machen kann. Dead Beef, Audacity, Google Music Manager. Also ihr seht auch, solche Software ist dabei. Spotify ist auch dabei und so weiter und so fort. Das sind die Popular Packages, ja. Also die viele Leute verwenden. Ihr könnt euch hier auch eine andere Desktop-Environment installieren, wenn ihr lieber zum Beispiel KDE oder Mate oder so haben wollt. Was natürlich auch ziemlich
ziemlich cool ist. Ihr könnt sogar Software für Kinder installieren. Browser, ja, wenn ihr eben Firefox nicht haben wollt, dann nehmt ihr Chromium oder direkt Chrome, da gibt es einen Unterschied. Und ja, der Unterschied ist nicht gerade ohne. Ihr könnt quasi alles einfach direkt so installieren, wie ihr das wollt. Ihr könnt auch das Ganze quasi zum Entwickeln benutzen, also Apache installieren, PHP installieren, MariaDB und so weiter und so fort. Ihr könnt Office natürlich alles Mögliche mit installieren, was ihr da so gerade braucht. Und hier übrigens die Torrent-Software, die man unter Linux verwendet, für die, die es nicht wussten. Qt-BitTorrent ist das, was ich meistens nehme eigentlich. Genau, und Window Manager könnt ihr natürlich auch so machen, wie ihr das braucht. Ihr könnt im Endeffekt hier einfach mal schauen, was für euch interessant ist. Thunderbird ist quasi auch schon vorinstalliert, aber ihr könnt auch Claws benutzen. So, dann gibt es hier die Stable-Repos. Hier findet ihr nicht die beliebte Software, sondern wirklich einfach namentlich sortiert, einfach alles, was es gibt. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an 2048. Das war auch eins dieser Spiele, die wirklich sehr, sehr viele Leute hatten. Hier findet ihr wirklich unfassbar viel Software. Das ist die auch in den offiziellen Debian-Quellen drin ist. Und zwar eben natürlich stabil. Das heißt, die Software, die man installieren kann und die ziemlich sicher auf keinen Fall abstürzt. Dann gibt es das MX-Test-Repo. Das ist die Software, die potenziell Probleme machen kann, wenn man sie installiert und die eigentlich noch fertig getestet werden muss. Das sind zum Beispiel Testversionen von Audacity. Also Audacity an sich ist kein Problem, aber es ist halt die Testversion, also die Beta-Version. Das heißt eine neuere Version als das, was man in den Popular oder den Stable-Repos findet. Und damit habt ihr dann zum Beispiel einfach Software, die Features hat, die ihr davor noch nicht hattet. Das kann sehr, sehr geil sein, aber kann auch euer System im Endeffekt kaputt machen. Irgendwie hier zum Beispiel Cinnamon gehört auch dazu. Ja, Cinnamon kann Schwierigkeiten machen, auch wenn man die Stable-Version hat und so weiter und so fort. Also quasi einfach neuere Varianten oder neuere Versionen. Und dann haben wir hier noch die Debian Backports. Das sind die gerade für Debian, also für das nächste Debian rauskommen könnten, aber noch überprüft werden müssen und eben da sind gerade alle dabei. Die könnt ihr auch schon verwenden, wenn ihr das wollt. Deswegen ist das ganze Ding ein Semi-Rolling Release. Also ihr könnt das machen, ihr müsst es aber nicht. Ja, und hier finden wir im Endeffekt nochmal einen ganzen Haufen mehr Software, die eventuell dann im nächsten Debian erscheint. Und all diese Dinge sind natürlich alle per Knopfdruck verfügbar für euch. Also quasi einfach hier einen Haken reinsetzen und installieren klicken. Und dann gibt es noch die Flatpaks. Das ist normalerweise Software, die nicht Open Source ist. Das heißt, diese Software ist eben nicht unbedingt für alle verfügbar, sondern eben, ja, die halten quasi ihren Code häufig mal geheim oder ist irgendwie anders nicht in den offiziellen Paketquellen. Da gehört zum Beispiel sowas wie Skype dazu oder eben auch Spotify gehört dazu. Oder ich meinte, Telegram ist auch hier drin, genauso wie, ja, eben Discord ist, soweit ich weiß, auch da drin und so weiter und so fort. Also, relativ cooler Package Manager, muss ich sagen. Ich finde den eigentlich super angenehm zu benutzen, weil sie eben die ganze Unterteilung haben. Hier Popular, da findet man eigentlich das meiste, was man braucht. Dann gibt es Stable für die Leute, die vielleicht ein paar exotischere Dinge machen und dann eben Test und Backports und dann sogar noch Flatpaks, was auch echt super ist. Also ich finde das sehr angenehm gehalten, weil es eben einfach auch wirklich gut geht. So, genau. Weswegen ich MX auch noch ziemlich geil finde, und das ist im Endeffekt jetzt schon mehr als der Standard-User braucht. Das heißt, die Leute, die quasi einfach nur ein Linux haben wollen, die können hier schon zufrieden sein und einfach mal loslegen. Ja, was man tatsächlich auch noch findet, sind die sogenannten MX-Tools. Und die will ich mal ganz kurz aufmachen. Die sind nämlich wirklich geil. Und da findet man relativ interessante Tools, für die es bislang nicht wirklich eine grafische Oberfläche gab, aber die es jetzt hier gibt. Also sowas wie der Live-USB-Kernel-Updater. Ja? Das heißt, ihr habt ein Live-System und ihr wollt den Kernel updaten. Oder ihr wollt einfach ein Live-USB erstellen. Also quasi einen Stick, der ein vollwertiges Linux enthält, mit allem drum und dran. Und das ist ziemlich cool. Das will ich euch mal ganz kurz zeigen hier. So. Und ihr könnt ja einfach auswählen, ja gut, also ich kann jetzt hier nicht auswählen, weil ich hier über VirtualBox keine USBs verknüpft habe. Ihr könnt einfach auswählen, ich möchte gerne hier den USB-Stick mit folgender ISO quasi beschriften, ja. Und im Endeffekt könnt ihr dann hier noch einige Optionen auswählen, wie zum Beispiel Writable Live USB Read Only, also mit DD gemacht. Und dann eben Klonen von einem existierenden Live-System, Klonen eines laufenden Live-Systems, verschlüsseln könnt ihr das Ganze natürlich auch und so weiter und so fort. Und das ist ziemlich cool, muss ich sagen, weil es halt wirklich, vor allem mit den Advanced Options, wirklich sehr mächtig und auch gleichzeitig echt angenehm zu nutzen ist. Also man muss sich halt nicht mehr mit dem Command-Line-Zeugs rumschlagen, wenn man damit noch nie gearbeitet hat. Und ja, das kann schon sehr hilfreich sein. Dann haben wir allerdings noch mehr, wie zum Beispiel Boot Repair, CH Root, Rescue Scan,
Boot Options haben wir hier und so weiter und so fort. Was auch sehr geil ist für die Leute, die eine Nvidia-Grafikkarte haben, das kann manchmal wirklich unfassbar nervig sein, diesen Dreckstreiber zu installieren auf Linux. Da spreche ich aus Erfahrung. Ich habe mein System mehr als einmal zerstört damit. Hier gibt es direkt einen Driver-Installer. Der macht das quasi einfach für euch. Das ist super geil. Und eben genauso hier der Codex-Installer braucht man heutzutage fast nicht mehr, aber vor allem für die Leute, die gerne zocken wollen. Valve hat da, also Steam, hat da so ein paar Codecs, die standardmäßig nicht mit installiert werden, und Steam läuft wunderbar auf Linux, aber man muss sich erstmal durch die Installation wühlen. Bis man die ganzen Codecs installiert hat, kann es ein bisschen dauern, das ist nicht ganz so einfach. Hier könnt ihr direkt die Codecs installieren, dann könnt ihr Steam draufhauen, ist auch in den Paketquellen drin, und über Steam könnt ihr dann Proton aktivieren und quasi jedes Game auf Linux zocken. Super geil. Ja, und eben dann noch ein paar mehr Assistenten, falls ihr da mal Probleme mit habt. Die meisten Sachen sind allerdings dann unnötig. Package Installer, wie gesagt, ist ziemlich geil. Und ja, das ist eigentlich auch schon so. Also, das hier finde ich wirklich sehr, sehr geil und was besonders cool ist. Und jetzt kommen wir zu dem Hauptfeature meines Erachtens von MX Linux, und dafür benutze ich es auch. Snapshot. Snapshot ist meiner Meinung nach das mächtigste Feature, was in dem ganzen System drin ist. Und zwar, lasse ich das mal ganz kurz hier fertig laufen. Okay, das kann jetzt an meiner virtuellen Maschine liegen, aber das macht nichts. Und zwar, was ihr damit macht, ist, ihr erstellt ein Abbild, ist es fertig. Ihr erstellt ein Abbild von dem aktuellen System, genau so wie es da ist. Ja? Das heißt, mit euren privaten Daten, mit eurer persönlichen Software, mit allem, also was ihr installiert habt, was ihr jemals getan habt, alles, was auf diesem System drauf ist, quasi ein vollwertiges Backup. Und das wird als .iso-Datei zusammengefasst. Jetzt die erfahrenen Leute unter euch wissen, was man mit einer ISO machen kann. Eine ISO ist quasi von diesem Snapshot, kann ich mir auch wieder ein System installieren, sei es auf einem USB oder sei es auf einem neuen System. Das heißt, ich kann mir ein aktuelles Abbild von meinem System erstellen. Und davon kann ich dann wirklich ein vollwertiges Linux auf einem anderen Rechner installieren. Das heißt, ich kann zum Beispiel meinen Desktop-PC klonen, in eine ISO packen, auf einen USB packen und den dann überall ausführen, wo ich gerade hin möchte. Oder eben eine ISO davon machen und dann auf meinem Laptop installieren. Überhaupt kein Problem. Und dann kann ich quasi dort mit weiterarbeiten. Und wenn ich dann wieder daheim bin, kann ich genau dasselbe wieder rückgängig machen. Also quasi meinen Laptop als ISO snapshotten und dann wieder auf USB packen und dann wieder da am Rechner, am Desktop-Rechner weiterarbeiten. Geht alles ohne Probleme. Und gerade für Leute, die viel mit Live-USBs arbeiten, ist das eigentlich wirklich eine angenehme Sache, weil man eben mit diesen Snapshots auch wirklich super umgehen kann. Also super einfach gemacht. Es ist auch über eine GUI, also eine grafische Oberfläche. Und ja, kann man einfach hier quasi auf Next gehen, kann man sagen, was man alles mit sichern möchte oder was da alles dabei sein soll. Man kann die Accounts mitmachen, man kann aber auch die Accounts resetten. Man hat sehr, sehr viele Optionen. Ich lasse das jetzt hier mal raus und dann eben einfach starten und schon wird die ISO für einen erstellt. Und dann kann man eben hier über den Live-USB-Maker zum Beispiel einfach diese ISO auf einen USB brennen. Super angenehm, und dann kann man sie auch wieder danach installieren und man hat kein Problem. Und tatsächlich wurde dieses System, was ihr hier gerade seht, also das Ding hier, wurde auch über eine also über genau dieses Tool erstellt, denn damit erstellt quasi MX Linux immer seine ganzen Distributionen und deployt die dann halt einfach genauso, wie sie selbst gebaut haben. Auch geil, wenn ihr zum Beispiel irgendwie, ja, wenn ihr einfach viele Geräte habt und da irgendwie mal das System von woanders drauf haben wollt. Also ja, sehr angenehm. Ich will jetzt noch ganz kurz mit euch den Installer durchklickern, damit ihr auch seht, wie ihr das Ganze installieren könnt. Einfach hier quasi einmal draufklicken und dann seht ihr auch schon hier, was ihr braucht. Allerdings solltet ihr definitiv hier oben, beziehungsweise da einfach mal ändern, was für euer Keyboard eingestellt ist. Und zwar mit Change Keyboard Settings. Weil ich glaube, die wenigsten von euch haben ein englisches Keyboard-Layout. Das ist so eine Sache, die sollte man definitiv ändern. So, jetzt muss ich ein bisschen scrollen. Ein bisschen mehr scrollen. Wo sind wir? German. Yes. Variant. German. So. Und dann können wir die hinzufügen und dann haben wir hier im Endeffekt das Keyboard, das wir haben wollen. Und das machen wir jetzt auf OK. So, anschließend können wir hier auf Next gehen. Und dann können wir hier tatsächlich sagen, wir wollen es auf existierenden Partitionen installieren, also quasi Custom, oder wir wollen es Auto installieren, was ich den meisten von euch empfehlen würde. Achtet darauf, dass ihr eine Festplatte wählt,
die nicht schon vorbelastet, also da, wo nichts drauf ist, ja. Wenn ihr schon eine Festplatte habt, wo was drauf ist, müsst ihr das Partitionierungstool benutzen. Also wenn ihr irgendwie jetzt einfach nur hier Auto-Install using entire disk macht, dann habt ihr danach kein Windows mehr, zum Beispiel, ja. Deswegen muss man hier dann zum Beispiel das Partitioning-Tool laufen lassen. In meinem Fall gibt es jetzt nur eine Partition, kann ich aber natürlich auch noch neue Partitionen laufen lassen oder erstellen und so weiter und so fort. Oder ich mache hier Custom Install, aber das überschreibt euer bisheriges System. Bei USB-Sticks macht das auch nichts, ist ja klar. Aber ja, wie gesagt, also wenn ihr Windows oder sowas vorher installiert habt, dann müsst ihr hier vorsichtig sein mit dem Auto-Install. Okay, hier warnt euch nochmal quasi, dass alles überschrieben wird, wenn ihr jetzt da weitermacht. Das ist aber für diesen Vorgang hier mit diesem Linux ist das völlig in Ordnung. Das ist jetzt quasi nur eine virtuelle Maschine. So, und dann macht das im Endeffekt alles für euch. Also es installiert euch quasi alles, was ihr braucht. Hier könnt ihr nochmal sagen, gut, weiter. Und dann könnt ihr hier einfach den Computernamen angeben, mx, und example.dom ist auch in Ordnung. Für mich jetzt zumindest. Hier könnt ihr natürlich alles ändern. Also hier kann man jetzt zum Beispiel Morphos eintragen. Und dann können wir die Computer-Domain, das passt. Samba brauchen wir definitiv keins. Und next. Okay, und hier dann natürlich eure Uhr einstellen, ja, das heißt Europa und Berlin hier. Und die Sprache sollte man natürlich dann in dem Fall auch auf Deutsch setzen, auf Deutschland, Entschuldigung. So, hier könnt ihr auch aussuchen, ob ihr lieber 24-Stunden-Uhr oder 12-Stunden-Uhr habt. Ich weiß nicht warum, früher mochte ich diese 12-Stunden-Uhr wahnsinnig gerne, mittlerweile hasse ich sie. Aber, ja gut. Und für die Advanced-Leute, hier könnt ihr auch tatsächlich schon einstellen, welche Services ihr haben wollt, also welche ihr eher nicht haben wollt. Die sind eigentlich normalerweise alle aktiviert. Ihr könnt zum Beispiel sagen, ich will kein Bluetooth haben, ich will kein Drucker-Service haben und ich möchte, I don't know, Smart Monitoring nicht haben, sowas. Oder man kann sudo rausschmeißen? Okay, interessant. Wollen wir aber nicht. Wir wollen logischerweise alles behalten. Hier jetzt euer Login-Name. Das ist der Name, mit dem ihr euch später dann anmelden müsst. Und hier geben wir einfach mal Morpheus ein. Und dann machen wir hier User-Passwort, machen wir ASDF1234. Das ist das, was ich in den Tutorials immer benutze. Glaube ich zumindest. So, Root-Passwort ist nochmal was anderes. Das ist quasi, wenn ihr Sachen an eurem Computer ändern wollt. Hier machen wir jetzt mal Querz. Und, Querz. So. Und dann kann ich das nochmal kurz anzeigen. QWERTY. Ja, okay, es hat mir meine Dings noch nicht Ja, das ist gut, dass ich das sehe, ne? Überprüft das hier lieber nochmal, ob das auch wirklich stimmt. Querz. So. Autologin bedeutet, wenn ihr das System startet, dann werdet ihr direkt eingeloggt. Und Live Desktop Changes, das ist quasi, wenn ihr hier dran Änderungen übernommen habt, dann wollt ihr die auch übernehmen. Das ist in unserem Fall jetzt, kann man durchaus mal machen. So, Autologin, wie gesagt, das ist so eine Geschmackssache. Ich mag das eigentlich, wenn niemand anders Zugriff auf diesen Rechner hat. Also für meinen Desktop-Rechner zum Beispiel mag ich das, auch wenn ich es nicht aktiviert habe. Aber ich würde es mögen und ich überlege immer mal wieder, ob ich es machen soll. Und dann kommt der Sicherheitsexperte in mir durch und sagt, nein, mach das nicht. Aber ja, wir machen das jetzt mal hier raus, weil, ja, ne? Okay, und dann müsst ihr nur noch fertig warten. Also die Installation lief schon die ganze Zeit quasi nebenher, was auch ziemlich cool ist, weil die Sachen, die muss man erst danach noch kurz einrichten und die passieren, nachdem das System fertig kopiert wurde. Deswegen kann man das durchaus machen. Jetzt wird eben die Konfiguration fertig gesetzt und die letzten paar Änderungen gemacht. So, und zu guter Letzt könnt ihr hier auf Finish klicken und dann wird euer System neu gestartet. Das sieht ein bisschen creepy aus, aber macht euch da keine Sorgen. Und dann kommt ihr hierher. Und hier habt ihr auch gleichzeitig die Auswahl. Also normalerweise startet sich dann MX19, das heißt Partito Feo. Startet sich automatisch, aber ihr habt auch noch die Möglichkeit, mit den Pfeiltasten andere Sachen auszuwählen, wie zum Beispiel Memory Test oder Advanced Options. Aber wir wollen natürlich einfach das System starten. Und es lädt. Ja, und da sind wir auch schon. Jetzt müssen wir uns hier anmelden, und zwar mit ASDF 1234. Hoffe ich zumindest, dass ich das richtig eingegeben habe gerade. Okay, wunderbar. Und dann haben wir quasi unser komplettes System hier schon. Und jetzt sehen wir hier schon, was ich hier eigentlich haben möchte. Hier sehen wir so ein paar kleine Startdinger, was ich eigentlich tun kann und so weiter und so fort. FAQs, Codex und so weiter und so fort. Das kann man sich anzeigen lassen. Das kann man sich aber auch dauerhaft ausblenden lassen. Und ja, jetzt als allererstes müsst ihr natürlich gucken, ob eure Sachen komplett funktionieren, ob alles wirklich so tut, wie es soll. Sprache könnt ihr auch machen, wenn ihr das wollt, also die Namen aktualisieren. Ich in meinem Fall mag es eigentlich, wenn die Namen so bleiben.
Und ja, jetzt habt ihr hier bloß die Option zum Installieren nicht mehr, weil das, wie gesagt, kein Snapshot ist in dem Sinn, sondern wirklich ein Live-System. Ein richtiges System, Entschuldigung. Und ja, jetzt könnt ihr eigentlich alles machen. Ich würde, wie gesagt, zuerst mal patchen und dann checken, ob alles funktioniert. Und dann könnt ihr eigentlich schon anfangen, es zu benutzen. So, wie ihr es gerade braucht. Was auch immer ihr gerade braucht. Wunderbar. Und das war's von meiner Seite auch mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Feedback habt oder sowas, dann lasst mir das gerne da. Und falls ihr es mochtet, dann lasst auch gerne ein Like da oder so. Und falls ihr ein Dislike da lasst, bitte schreibt mir warum, sonst kann ich damit wenig anfangen. Genau, und dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Wenn ihr Linux-Vorschläge habt, übrigens auch gerne mir schreiben. Und wir hören uns. Bis dann.